Namaste alle miteinander. Ja, willkommen zu meinem letzten Tag in Mumbai. Morgen geht es dann nach Udaipur und ich werde ein paar Bilder bearbeiten und Videos. Ja, heute erster Tag allein, ohne Bart und Steren. Etwas ungewohnt. Ja, mal sehen, wie es sich so die nächsten Tage entwickelt. Ich habe mich heute entschieden, nochmal in die Stadt zu fahren. Bin jetzt an der Bahnstation Mahalakshmi und hier befindet sich eine riesige Waschstelle. Hier wird wahrscheinlich die ganze Wäsche der Stadt in die Mangel genommen. Und ja, ihr seht hinter mir bis zum Horizont, man sieht nichts anderes als Wäsche. Wahnsinn. Ja, nahe der Waschstelle befindet sich dieser kleine Fischmarkt. Ihr dürft mal wieder froh sein, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Es stinkt ziemlich stark nach Fisch. Aber die Menschen sind recht freundlich, wenn sie mir nicht gerade eine Tour verkaufen wollen durch den Distrikt, wo eben die Wäsche gewaschen wird. Da soll man angeblich mehrere hundert Rupien bezahlen. Sehr eigenartig. I just want to move on, so I have got to be strong. I know I have to go on, that's why. And now I know what to do, although I know it hurts you, but I just can't follow through. I've got to let go of you, I've got to let go. I've got to let go of you, I got to let go. I've got to let go of you, I've got to let go of you. Got to let go of you, I've got to let go. Bring my way out as I go, find who I am as I know, meet my own stage in my show. That's why I've got to be who I am, I'm gonna be myself again. So this is the end. I've got to let go of you, I've got to let go. I've got to let go of you, I got to let go. I've got to let go of you, I've got to let go of you. Got to let go of you, I've got to let go. So, ich habe mich mal hineingetraut in das große Waschareal. Es ist sehr spannend hier zuzusehen, wie die Leute arbeiten, wie sie leben. Auf jeden Fall, sie sind sehr nett, bis auf einen Mensch, der mich überall hin verfolgt und sagt, ich müsste bezahlen, um überhaupt hier reinzukommen, um zu filmen und zu fotografieren. Ja, es gibt einen Menschen, der das behauptet. Alle anderen sind sehr freundlich und bieten mir wieder mal Alkohol an. Und einer meinte, ich soll zu ihm hochkommen und mir das ansehen, wie er denn die Wäsche will.
Ja, was ich so vorher nicht erwartet hatte, ist, dass Mumbai große muslimische Bevölkerungsanteile hat. Und momentan, so ist mein Eindruck, gehe ich gerade wieder durch einen muslimischen District. Eieiei. Und man sieht, egal ob muslimisch, buddhistisch, hinduistisch, in Indien geht's überall chaotisch zu. Hi. I just want to move on, so I have got to be strong. I know I have to go on, that's why. And now I know what to do, although I know it hurts you, but I just can't follow through. I've got to let go of you, I've got to let go. I've got to let go of you, I got to let go. Nach 5-6 Kilometern Laufen bin ich jetzt wieder im Stadtzentrum angekommen, am Churchgate. Und das hier ist jetzt, glaube ich, der erste Park, wo ich mal reinkomme. Ich war hier vor ein paar Tagen schon mal, hatte allerdings keine Zeit. Aber ich meine, da war es auch geschlossen. Ja, und hinter mir sieht man jetzt eine Skulptur, soweit ich das begriffen habe, von Tata Motors spendiert. Ja. Hui! So, damit ich die Sonne hier nicht hinter mir habe direkt. Ja, man sieht zum ersten Mal überhaupt Menschen auf dem Rasen sich ausruhen, sich sonnen. Alle anderen Parks, wo wir sonst so vorbeigekommen sind, waren geschlossen. Und wir haben uns immer gefragt, warum. Weil in der Nähe dieser Parks lagen dann auch die Menschen auf den Straßen, also die ärmeren Menschen, natürlich nicht die Wohlhabenden. Ja, schönes Erlebnis hier. Ist angenehm, ruhig, mitten in der Stadt, toll.
finde hier in Indien ist, dass es so gut wie nie einen richtigen Sonnenuntergang am Horizont gibt, sondern aufgrund von Nebel, Dunst etc. geht die Sonne immer schon einen gefühlten Kilometer über dem Horizont unter, beziehungsweise ist da nicht mehr zu sehen, ab da an. Ja, gewöhnungsbedürftig. Ich bin froh, dass es in Deutschland anders ist. Jedenfalls, ich war gerade noch im Vodafone Store, weil ich habe in Kochi eine Vodafone SIM-Karte gekauft, konnte die allerdings bisher sehr selten nutzen, weil ich Roaming-Gebühren habe. Wollte das jetzt dort klären, führt allerdings kein Weg rein. So, nach einem langen Tag bin ich jetzt wieder an der Bucht angekommen, habe mich dazu entschieden, den Abend hier zu verbringen. Ich werde jetzt noch etwa 2 Stunden in der City bleiben, weil dann ist erst wieder die Rush Hour einigermaßen vorbei. Bis dahin möchte ich lieber nicht in den Zug steigen. Das ist mir sonst zu unheimlich da. Ja, jedenfalls verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch. Sage Namaste und Adieu. Macht's gut. Oh, und ich denke heute mal dran. Bitte, bitte Daumen hoch, kommentieren, abonnieren und alles, was euch sonst noch einfällt. Bis dann.